Willkommen zurück bei Ariana Gajna. Wir haben versucht, uns langsam unseren Weg durch 7 verschiedene seltsame Dinge über Ursachen und ihre Ergebnisse zu bahnen. Hauptsächlich, wenn sie getrennt wären. Was für ein Problem würde auftauchen, wenn die Ursache nicht die Ergebnisse wären? Es ist ein langer und schwieriger Abschnitt. Ich denke, das ist ein guter Abschnitt zum Wiederholen. Stellen wir sicher, dass du die 7 verstehst. Warum sind die 7 aufgetaucht? Wann immer ich etwas Zeit über habe, mag ich es, in ein Café zu gehen und dort zu sitzen und mich zu fragen, warum diese 7? Wie führt eins zu 2 und wie kommt man von 2 auf 3? Es ist wirklich eine schöne Meditation, die man in einem Café machen kann. Also, wir sind bei der Option Nummer 3 mit diesen Ursachen und Ergebnissen, die gewissermaßen getrennt sind. Es geht um die Frage, ob es einen Kontakt zwischen der Ursache und dem Ergebnis, das sie hervorbringt, gibt oder nicht. Gibt es da einen Berührungspunkt zwischen ihnen? Wir haben uns diesen Berührungspunkt näher angeschaut und offen gesagt, die Schokoladensauce ist die einzige Möglichkeit, wie das möglich ist. Ich weiß, du wirst dich an die Schokoladensauce erinnern. Dieser ganze Abschnitt ist eine ganze Reihe von Versen, ungewöhnlich viele Verse, 4 verschiedene Verse. Er wird sich die verschiedenen Möglichkeiten von Ursachen, die in verschiedenen Zeiten existieren, und Ergebnisse, die in verschiedenen Zeiten existieren, näher anschauen. Ich nenne das gerne Zeitzonen. Das ist für mich leichter zu merken, wenn die Ursache also in einer Zeitzone liegt und das Ergebnis in einer anderen Zeitzone liegt. Ist das ein Problem? Er geht alle Permutationen durch. Das ist das Wort, an das ich mich versucht habe zu erinnern. Was ist, wenn das Ergebnis in der Vergangenheit liegt und die Ursache ebenfalls in der Vergangenheit liegt? Können Sie dann eine Verbindung haben? Er wird also darüber sprechen, ob es da einen Berührungspunkt geben kann, im Hinblick auf unterschiedliche Zeitzonenwahl für die Ursache und das Ergebnis dazu. Wir erhalten also all diese Möglichkeiten. Nehmen wir also an, das Ergebnis liegt bereits in der Vergangenheit und die Ursache liegt in der Vergangenheit. Angenommen, die Ursache und das Ergebnis hat noch nicht oder hat begonnen, eine davon hat begonnen. Kann das, darüber sprachen wir bereits im Sanskrit, können sie jemals zusammen im selben Raum sein und sich gegenseitig berühren? Unmöglich, sagt er, nicht möglich. Das ist die erste Möglichkeit. Schauen wir uns an die Erklärung von Johnny Lama. Wenn eine Ursache auf natürliche Weise zu einem Ergebnis führen würde, jeder Berührungspunkt zwischen den beiden, er sagt, könnten sie zusammen im selben Raum sein. Verstanden? Das müssten sie. Wenn es einen Berührungspunkt zwischen Ursache und Ergebnis gäbe, dann müssten sie am selben Ort sein, zur gleichen Zeit, um Händchen zu halten. Das ist ein neuer Ausdruck für dich, Tim. Er bedeutet, es hält einer logischen Überprüfung nicht stand. Dieses bedeutet nicht Geduld. Es bedeutet, duldet keine Überprüfung. Mit anderen Worten, wenn die Idee auseinanderfällt, das ist ein schöner Ausdruck. Diese Idee toleriert keine Logik. Logik toleriert, wie viele Menschen. Nehmen wir an, das ist das Ergebnis, wie zum Beispiel der Sprössling, der aus einem Samen sprießt, in der Vergangenheitsform ist. Er ist in der Vergangenheitsform der Zeitzone. Nehmen wir an, dass die Ursache auch schon vergangen ist. Betrachten wir diese Möglichkeit des Kontakts zwischen Ursache und Ergebnis, die beiden in der Vergangenheit liegen. Völlig unmöglich. Warum eigentlich? Natürlich, weil es sie nicht mehr gibt. Also er sagt natürlich, weil sie nicht mehr existieren. Also vergiss diese Möglichkeit. Ich denke, er bereitet uns auf die Möglichkeit einer Ursache, die in der Vergangenheit ist, und einem Ergebnis, das in der Gegenwart ist, vor. Aber er spricht es nicht direkt an. Er sagt nun, was denkst du darüber?
Könnte eine Ursache, die sich gestern abgenutzt hat, eine Beziehung haben mit einem Ergebnis, das heute ebenfalls schon weg ist? Darauf sagst du, die beiden existieren nicht mehr, richtig? Ja. Können sie eine Beziehung haben? Nein, natürlich nicht. Er sagt, gut, gut, lass uns eine andere Möglichkeit betrachten. Er bereitet dich auf die vergangene Ursache und das gegenwärtige Ergebnis vor. Aber er macht das sehr geschickt, würde ich sagen. Als nächstes haben wir hier ein Bild. Ja, könnte die Titanic heute den Eisberg berühren? Ich dachte mir, nun, das ist niedlich. Du weißt, dass es keine Fotos gibt, wie sie in den Eisberg kracht. Wie auch immer. Aber ja, sie sind beide bereits vergangen. Also kannst du nicht mehr darüber sprechen. Es ist einmal passiert, es ist vorbei. Okay, zweite Möglichkeit. Ich werde hier mit Tim spielen. Das mag ich. Ergebnis in der Vergangenheitsform. Ergebnis in der Vergangenheitsform. Ein Ergebnis in der Vergangenheit. Angenommen, die, was bedeutet das? Zukunft. In der Zukunft. Kann also eine Ursache in der Zukunft einen Kontakt zu einem Ereignis aus der Vergangenheit herstellen. Mit einem Ergebnis, das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Aber er macht hier etwas sehr Kompliziertes. Er benutzt das Wort, was so viel bedeutet wie wurde nicht ausgelöst. Wurde nicht ausgelöst. Behalte das im Hinterkopf, denn er wird etwas Hinterhältiges tun. Ich warne dich nur vor. Bedeutet Berührungspunkt, kann eine zukünftige Ursache einen Kontakt mit einem vergangenen Ergebnis herstellen? Nein. Sie befinden sich in unterschiedlichen Zeitzonen. Also hör einfach auf, darüber zu sprechen. Das ist nicht möglich. Aber ich sage euch, er ist nicht einfach nur albern. Er bereitet uns auf die große Sache vor, die da wäre eine gerade unmittelbar vergangene Ursache und unmittelbar geschehenes Ergebnis. Können Sie Kontakt haben? Aber er ist noch nicht da. Er will dich dazu bringen zu sagen, erinnerst du dich noch daran, was du gesagt hast? Rotes Licht und dann plötzlich grünes Licht. Und dann möchte er uns dazu bringen, hier ist ein Beispiel. Ich vergesse immer wieder, warum ich dieses Beispiel eingefügt habe. Also angenommen, die Ursache liegt in der Zukunft. Nein, so einfach ist das nicht. Ich hatte dazu eine tiefere Bedeutung, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich schätze, es sind aktuelle Ereignisse. Kann das Jahr 2023 von einer Kamikaze-Spitfire-Schlacht von 1940 betroffen sein? Die Ursache liegt in der Vergangenheit. Nur Madhyamika würde ja sagen. Ich gebe gern das Beispiel, dass der Zusammenstoß der Titanic mit dem Eisberg bis heute noch Auswirkungen auf die Regulierung des Seeverkehrs hat. In gewisser Weise ist er also immer noch präsent als eine Kraft. Es führt dazu, dass die Gesetze immer noch auf eine bestimmte Weise geschrieben werden. Aber das ist sehr Madhyamika, da gehen wir nicht hin. Nun gut, bringen wir das Ergebnis in die Vergangenheit. Tim, von welcher Ursache sprechen Sie? Was steht hier? Was bedeutet, die Ursache wurde ausgelöst? Und dann sagt er, Entschuldigung, es ist knifflig. Bedeutet Gegenwartsform. Er sagt, und dann fügt er ein appositives Präsent ein. Bedeutet geschehen. Ja, ja, es wurde geboren. Jetzt ist es da. Er geht im Text nicht näher darauf ein. Wenn du die Frage nicht stellst, wirst du es nicht bemerken. Ist die Ursache geschehen? Ja. Es ist eine geschehene Ursache. Ja. Es ist also die Gegenwart. Es ist entstanden. Entstanden und es ist gegenwärtig.
Es ist sehr schwierig, aber es ist sehr schön. Die Zeitform ist die Vergangenheitsform. Ist die Vergangenheitsform. Es geschah. Also ist es Gegenwart. Aber das wird jetzt verkopft. Kann ein Ergebnis, das in der Vergangenheit lag, Kontakt aufnehmen mit einer Ursache, die gegenwärtig ist? Dies beantwortet er mit Nein, unterschiedliche Zeitzonen. Er hat das jetzt also schon zweimal benutzt. Unterschiedliche Zeitzonen, sie befinden sich in verschiedenen Staaten. Eines ist in Oregon und eine in Connecticut. Er benutzt es wieder. Was bedeutet das, Tim? Das Ergebnis, das jetzt hier ist, weil es geschehen ist, knifflig. Und nehmen wir an, dessen Ursache ist nie geschehen. Zumindest noch nicht, ist noch nicht geschehen. Könnten Sie, was eine zukünftige Ursache bedeutet, ist noch nicht geschehen, bedeutet Zukunft. Das ist interessant, oder? Kann ein Ergebnis in der Gegenwart eine zukünftige Ursache berühren? Kann ein Ergebnis in der Gegenwart eine zukünftige Ursache berühren? Er sagt, er benutzt das Wort eine vergangene Zeitform, Ursache, die geschehen ist. Was bedeutet, dass sie gegenwärtig ist? Okay? Eine Ursache, die sich von der Vergangenheit in die Gegenwart bewegt hat. So etwas in der Art. Er spricht also über ein Ergebnis in der Gegenwartsform aus einer zukünftigen Ursache. Aber manchmal, wenn er zukünftige Ursache sagt, meint er damit, dass man es vor der Zukunft, in der sie ein Ergebnis hervorbringt, nicht als Ursache bezeichnen kann. Man kann eine Ursache nicht eine Ursache nennen, bis das Ergebnis da ist, weil es keine Ursache ist, bis sie ein Ergebnis hervorbringt. Aber zu dem Zeitpunkt, an dem das Ergebnis da ist es schon vorbei. Die Ursachen liegen also immer in der Vergangenheit, weil sie nicht zu Ursachen werden, bis sie etwas tun. Aber dann sind sie schon weg. Aber sie sind in der Gegenwartsform, weil sie bereits etwas getan haben. Jetzt können wir sie eine Ursache nennen. Geht es dir gut? Okay? Wenn er dann die Idee einer gegenwärtigen Ursache verlassen möchte, nebenbei bemerkt, was würdest du sagen, ist die wirklich? Welche ist die richtige? Eine Ursache in der Vergangenheit erzeugt ein Ergebnis in der Gegenwart, richtig? Das Gestern schuf das Heute. Das ist doch in Ordnung, oder? Oder in der Zukunft wird, ich weiß es nicht. Ja, und vielleicht auch indirekt in der Zukunft. Also, was wir normalerweise sagen würden, dass es einen Kontakt zwischen den Ereignissen von gestern. Ich war gestern Abend mit jemandem in einem Zimmer, der positiv auf Covid getestet wurde. Und dann habe ich heute vielleicht Covid. Wir wissen es noch nicht. Das ist die normale Ursache und die Wirkung würden wir sagen, oder? Wann immer es sich dem Normalen nähert, kommt Johnny Lama von der Seite. In diesem Fall fügt er an für sich hinzu. Er fügt die Worte an für sich hinzu. Kann eine gerade vergangene Ursache ein gegenwärtiges Ergebnis erzeugen, an und für sich, von seiner eigenen Seite aus. Wenn du dann anfängst, ihn zu bedrängen, fängt er an mit von seiner eigenen Seite, okay? Nun, die Ursache der Vergangenheit und die Ursache, die noch nicht deklariert werden wird. Also eine Ursache in der Zukunft, sogar die sind getrennt. Die Ursache, die bereits geschehen ist und die Ursache, die in der Zukunft eine Ursache genannt werden, nachdem das Ergebnis hervorgebracht wurde. Selbst das ist nicht dieselbe Ursache. Ich sage noch einmal, oder ist sie das nicht nötig? Das Gestern als Ursache und gestern als gegenwärtige Ursache, weil es heute erst eine Ursache genannt wird, weil es heute ein Ergebnis hervorgebracht hat. Selbst diese sind getrennt, sagt er. Schau her, sagt er, sagt,
Hier sagt er etwas Interessantes. Er sagt, schau, ich glaube, und er drückt den mittleren Weg aus. Ich denke, man könnte anfangen vom vorderen Ende des Ergebnisses und dem hinteren Ende der Ursache zu sprechen. Okay? Nicht schlecht. Er sagt, nun, wir könnten dorthin gehen. Nun, das hintere Ende der Ursache berührt das vordere Ende des Ergebnisses irgendwo, aber nur als Konzept. Nur als ein Samen, der sich in deinem Geist öffnet. Und die Schokoladensauce, verstanden? Cool? Dann sagt er später, oh, mittlerer Weg. Wir haben keines dieser Probleme. Warum? Nun, wir haben vordere Enden des Ergebnisses und wir haben die hinteren Enden der Ursache. Das ist, was sich gegenseitig berührt. Darauf erwiderst du, aber es bestehen immer noch die gleichen Probleme. Sie können sich nicht berühren, denn dann würden sie beide in der Gegenwart sein. Worauf er antwortet, nein, aber wenn die Schokoladensauce sie beide bedeckt, kannst du das hintere Ende der Ursache und das vordere Ende des Ergebnisses nehmen und es mit der Schokoladensauce übergießen. Dadurch hast du dann die Ursache und Wirkung, weil dein Geist Ursache und Wirkung erzeugt. Da befühlt er sich sehr wohl. Er sagt, wir lieben vordere Enden und hintere Enden und Schokolade. Das ist es also, wohin er geht. Hier heißt es, wir haben vordere Enden und hintere Enden. Cha bedeutet Ende, richtig? Cha bedeutet Sektor der Ursache. Der hintere Sektor der Ursache und das vordere Ende der Ergebnisse. Cha. Es wird in beiden Fällen Cha genannt. Das Ende, was eigentlich der Anfang ist. Aber okay, in Ordnung. Ich habe hier ein Beispiel für euch. Nun, ich habe viel über das Webb-Teleskop nachgedacht. Wir sollten hier einen Urknall oder so haben. Das Teleskop ist ausgefahren, es funktioniert gut. Ich habe diese Geschichte nachgelesen mit all den Instrumenten darin. Das Beste darin ist der Infrarotlaser. Der wurde fast gestrichen, weil er 20 Jahre zu spät geliefert wurde und 5 Milliarden Dollar zu viel gekostet hat. Jeden Tag haben sie den Start verschoben. Sie haben ihn sogar in letzter Zeit ein paar Mal verzögert. Es kostet 1 Million Dollar pro Tag, um das Ding richtig zu lagern und bla bla bla. Sie mussten es nach Französisch-Guinea bringen, um es abzuschießen. Das ist eine ganz andere Geschichte, aber egal. Warum habe ich darüber gesprochen? Oh, wenn man den Urknall durch das Webb-Teleskop betrachtet, was hoffentlich möglich sein wird, werden wir in der Lage sein, die letzten Teile des Urknalls zu sehen. Wir werden in der Lage sein, Wellenlängen zu sehen, die so alt sind, dass sie kalt sind. Deshalb muss das Instrument auf einer wirklich kalten Temperatur gelagert werden, damit es kühl bleibt. Wie auch immer, du wirst damit auf die Vergangenheit schauen. Und zwar direkt. Ich weiß also nicht, was das mit Nagarjuna macht. Das Teleskop ist vorhandener Fall, das Teleskop ist Gegenwartsform, die Teilchen, die in das Teleskop eintreten, sind in der Vergangenheitsform. Sie waren Teil des Urknalls, sie fliegen noch immer aus. Man kann zur Position des Urknalls triangulieren. Wenn man ein sehr präzises Instrument hat, kann man sagen, nun, diese Teilchen hat hier eingeschlagen. Dieses Teilchen ist hier drüben eingeschlagen. Der Urknall fand dort statt. Vor 80 Milliarden Jahren. 81 Milliarden Jahren. Ich weiß es nicht. Also wie auch immer. Das wirft interessante Fragen darüber auf, ob ein gegenwärtiges Ergebnis ausgelöst wird durch eine Ursache, die erst noch kommen wird. Nun gut. Jetzt schummelt er manchmal irgendwie. Er sagt, na ja, was soll? Wenn etwas von Natur aus existieren würde, könnte es sowieso keine Vergangenheit und Gegenwart haben. Also, wenn etwas existiert, ist das nicht interessant, ja so? Wenn etwas von selbst existiert, bereit? Wenn etwas, ich weiß nicht. Ich weiß, dass du sowas liebst. Warst du es, der den Gesche in Indien geschlagen hat? Ja. Ja, du warst es. Ich erinnere mich. Er hat 2 Gesches geschlagen. Okay, schauen wir mal. Los geht's, falls ich mich an die Frage erinnern kann. Ja, ist es möglich, dass ein selbst existierendes Ding in der Vergangenheit und Zukunft ist? Nein. Wir würden Nein sagen, weil
was dabei involviert wäre? Selbstexistent. Wenn es selbstexistent wäre, sollte es fest und gegenwärtig sein. Es sollte keinerlei Konzeptualisierung beinhalten. Das ist also eine interessante Idee. Johnny Lama schlägt sozusagen vor, dass wenn man etwas konzeptionell ist, dass es nicht selbstexistent sein kann. Das ist eine große Frage. Das ist etwas, das ihr zu Hause debattieren könnt. Wenn etwas konzeptionell ist, dann es kann nicht selbstexistent sein. Kann es nicht? Kann es nicht. Okay. Es ist nicht fest genug. Die Vergangenheit und Zukunft sind konzeptionell. Das ist ein interessantes Argument. Er sagt hier, weil es selbstexistent ist, kann man nicht sagen, dass es in der Vergangenheit oder Zukunft ist. Entschuldigung, man könnte nicht sagen, es war in der Vergangenheit oder außenstehend, sagt er. Okay? Darüber nachzudenken ist sehr interessant. Wenn wir nun also ein Ergebnis haben, das noch nicht eingetreten ist, das heißt also außenstehend, Zukunft, außenstehend. Wenn das Ergebnis in der Zukunft ist, aber die Ursache ist bereits geschehen, was bedeutet das? Es in der Gegenwart ist. Schön. Zukünftiges Ergebnis, richtig? Gegenwärtige Ursache. Aber ich werde dir auch eine Ursache, die in der Zukunft liegt, präsentieren. Jetzt spricht er also über die Möglichkeit eines Ergebnisses, das in der Zukunft liegt, und einer Ursache, die entweder gegenwärtig oder zukünftig ist. Zwei Möglichkeiten. Und hey, nehmen wir die Vergangenheit auch noch mit dazu. Jetzt hast du ein Ergebnis, das in der Zukunft liegt, und eine Ursache, die entweder in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft ist. Damit dieser Kontakt zueinander haben, ist es nicht möglich, dass sie alle selbstexistent sind. Er zieht sich irgendwie geschickt aus der Affäre, wenn du mich fragst, warum? Nun, eine Ursache in der Vergangenheit und eine Ursache in der Gegenwart bezogen auf ein zukünftiges Ergebnis befinden sich in unterschiedlichen Zeitzonen. Wir können sie sofort ausschließen. Ich werde es nochmal sagen. Ursache in der Vergangenheit, Ursache in der Zukunft. Wir können diese sofort ausschließen, denn wir sprechen über ein zukünftiges Ergebnis. Hey, nebenbei bemerkt, jemand wird sagen, nun, was ist mit den zukünftigen Ursachen? Was ist mit dem zukünftigen Ergebnis? Er fragt, was? Worauf wir sagen, aber du hast die zukünftige Ursache nicht abgedenkt und die zukünftigen Ergebnisse. Er sagt, nun, die existieren nicht. Warum soll ich denn reden? Was wollt ihr? Dass ich dazu sage etwa, dass sie etwas berühren oder dass sie nicht berühren? Sie sind noch nicht geschehen. Wie kann etwas, das noch nicht da ist, etwas berühren? Warum fragst du mich das? Das ist so lächerlich. Wir dachten, er würde sehr methodisch vorgehen, alle Vergangenheitsformen abdecken, dann die Gegenwart und Zukunft. Aber wenn er bei der Zukunft angelangt ist, sagt er, reden wir nicht mehr mit mir darüber. Nun warum? Natürlich, weil es noch gar nicht passiert ist. Okay. Daher können wir sagen, dass es da an und für sich keinen Kontakt gibt. Wir können nicht, dass die Ursache das Ergebnis auf eine selbstexistierende Weise ausgelöst hat. Damit beendet er das Thema einfach. Wenn immer ich an Berührung denke, denke ich an, es ist wie die am meisten erwartete Berührung aller Zeiten. Ich weiß auch nicht. Also, ja, irgendwie berühren sie sich nicht. Sie berühren sich irgendwie nicht richtig, aber wir sind hier, okay? Wenn du das sagst, tut mir leid, ja, hier wird es knifflig. Er sagt, wenn es keinen Kontakt geben kann zwischen der Ursache und dem Ergebnis, dann kannst du nicht sagen, dass die Ursache das Ergebnis berührt hat. Ich sage es nochmal. Wenn es keinen Kontakt zwischen Ursache und Ergebnis gibt, dann kann man nicht sagen, dass die Ursache dahingehend funktionierte, um mit dem Ergebnis in Berührung zu kommen.
Fast das Gleiche, ja. Du kannst diese Diskussion nicht führen, weil, wenn die Ursache und das Ergebnis nie im selben Raum wären, dann kann nicht von Berührung die Rede sein. Nicht mal selbstexistent. Und wenn sie im selben Raum sind, was dann? Die Ursache und das Ergebnis. Wenn sie beide bereits anwesend sind, warum sollte dann die Ursache etwas tun? Das Ergebnis ist doch schon da. Dann hat die Ursache ihre Aufgabe verloren. Er stellt einen Antrag auf Arbeitslosigkeit. Die Ursache stellt den Antrag auf Arbeitslosigkeit. Verstanden? Also gut. Ich werde nicht einmal auf das Bild eingehen. Denn was haben wir, Tim? Was kommt als nächstes? Oh, okay. Ich denke, ist dieser Typ an der Startlinie oder ist er an der Ziellinie? Das ist der Punkt. Du entscheidest, ob es ein gutes Bild ist. Für diese Dinge ist es schwer, Bilder auszuwählen, muss ich sagen. Wie lautet das nächste heilige Wort hier, Tim, über die wir so aufgeregt sind? Ja, hey, wollt ihr wissen, was wir über all das denken? Und noch einmal, es ist selten, dass er uns diese Möglichkeit gibt. Und es ist nur Johnny Lama, es ist nicht Nagarjuna. Da haben wir Arya Nagarjuna. In unserem System ist das interessant. Der Spross nimmt nie direkten Kontakt auf mit der indirekten Ursache. Der Keim nimmt nie unmittelbaren Kontakt auf mit der indirekten Ursache. Indirekte Ursache bedeutet, der Samen, als er im Winter in deiner Schreibtischschublade lag, im Gegensatz zu dem Samen kurz bevor der Keim herauskam im Frühling, der Samen in der Schreibtischschublade im Winter wird als indirekte Ursache bezeichnet und der Samen, der sich gerade zu einem Spross aufgehen, wird direkte Ursache genannt. Und jetzt wirft Johnny Lama die Bombe ins Gespräch. Unterscheiden wir zwischen direkter und indirekter Ursache. Ich gebe zu, dass der Sprössling niemals seine indirekte Ursache berührt. Das macht Sinn. Der Keim berührt nie den Samen, der im Dezember in der Schublade lag, bevor du ihn eingepflanzt hast. Das macht Sinn. Chiang, aber wir glauben, dass der Spross Kontakt aufnimmt mit dem unmittelbaren Samen im Frühjahr. Ja. Der letzte Augenblick der unmittelbaren Ursache und der erste Augenblick des Ergebnisses muss Kontakt herstellen. Das ist Ranglo. Das vordere Ende des Ergebnisses und das hintere Ende der Ursache müssen in Kontakt kommen. Aber nur möglich, wenn man Schokoladensauce hat. Okay? Weil es ein Konzept ist. Es kann nicht als physische Realität existieren. Genauso wenig wie alles andere, aber das ist ein anderes Problem. Nun gut, ich mag dieses Bild. Sie nehmen Kontakt auf. Das vordere Ende des hinteren Wagens und das hintere Ende des vorderen Wagens berühren sich. Der linke Seitenwagen ist die Ursache. Tut mir leid, es muss ein Ergebnis sein. Das vordere Ende des Ergebnisses berührt das hintere Ende der Ursache. So etwas in der Art. Es hat lang gedauert, bis ich das hier gefunden habe. Leider überschneiden sie sich ein wenig, aber vielleicht müssen sie das. Das nennt man Kontakt. Johnny Lama sagt, wenn die Rückseite der Ursache und die Vorderseite des Ergebnisses nie in Kontakt kommen, es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Ursache zwischen ihnen ist. Und dann wären sie nicht direkte Ursache und Wirkung. Es müsste etwas zwischen ihnen sein, selbst wenn es nur Zeit ist. Dann wären sie nicht direkte Ursache und direktes Ergebnis.
Und auf dieselbe Weise müssen wir sagen, dass etwas wie ein Spross, sogar so etwas wie ein Spross, ein Vorderende und oder ein Hinterende hat, das den Kontakt mit dem Spross der nächsten Sekunde herstellt. Der nächsten Millisekunde. Das hintere Ende der ersten Millisekunde des Sprosses muss mit dem vorderen Ende der zweiten Millisekunde des Sprosses kommen. Jetzt sagt er $100. Irgendjemand. Konventionell $100. Ihr müsst es von ehrwürdigen Chickme abholen. Sie ist heute nicht da, aber sie ist meine Bankerin. Übrigens, sie kümmert sich um all meine Bankgeschäfte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo meine Konten sind. Ich weiß die Kontonummer nicht. Wenn ihr jemals etwas zustößt, muss ich alle Wetten stoppen. Und ihr wisst nicht, wie schön das ist, jemanden zu haben, der dieses Leiden auf sich nimmt. Das gibt mir so viel freie Zeit zum Arbeiten. Heute hat sie mir eine E-Mail geschickt, in der steht: Es gibt eine wichtige Bestandsmitteilung zu einer deiner wichtigsten Aktien in deinem Portfolio. Und sie sagte: Willst du es dir ansehen? Und ich sagte: Nein, du hast es gelesen. Wenn ich etwas tun muss, lass es mich wissen. Aber du weißt nicht, wie süß es ist, so jemanden zu haben. Immer wenn zwei Dinge konventionell aufeinandertreffen, wenn sie auf konventionelle Weise Kontakt aufnehmen, vergiss dieses Endgültige, vergiss selbstexistent, vergiss von seiner eigenen Seite. Wie wäre es von meiner Seite aus mit meinen Worten? Ja, Sie müssen den Kontakt herstellen und Sie werden den Kontakt an einem bestimmten Ende haben. Jetzt sagt er etwas Interessantes zum Nachdenken. Jog. Dieses Jog ohne das M. Tim für $50. Überlegen? Nein, ohne das M. Nicht überlegen. Ja, es bedeutet nicht überlegen. Was bedeutet Jog ohne Superior? Es hat zwei Bedeutungen. Okay, Jog bedeutet, es ist okay, es ist okay. Jog-G bedeutet, kann ich ein Stück Popcorn haben? Jog-G. Ist es erlaubt, dass ich ein Stück Popcorn nehme? Okay, ohne das M. Mit dem M bedeutet es, das bedeutet die 3 Juwelen. Aber ohne das M bedeutet es Jog. Das heißt, es ist in Ordnung, wenn wir über das vordere Ende sprechen und über das hintere Ende, wenn wir schon über Schokoladensauce sprechen. Dann können wir über Vorder- und Hinterteil sprechen, weil das an sich nur ein Konzept ist, wie alles andere auch. Es ist nur ein Ergebnis eines Bildes, das aus einem karmischen Samen entspringt. Damit, wenn das alles ist, was die Regeln bedeuten, okay, du kannst Vorder- und Hinterenden haben. Weil es einfach okay ist, wenn es das ist, was aus deinem Samen entspringt. Und das ist die Realität. Es ist okay, alles ist okay, Jog. Aber es gibt ein Aber, ein Kleingedruckt. Aber wenn du willst, dass sie sich berühren durch eine eigene Natur, und nicht durch leuchtende Bilder, die aus meinem Karma auftauchen, wenn zwei Dinge, die an und für sich existieren, jemals in Kontakt kämen, dann müsste jeder Teil der Ursache Kontakt mit jedem Teil des Ergebnisses aufnehmen müssen. Wie zwei Tennisbälle, die den gleichen Raum einnehmen. Du weißt schon, zusammenhängend. Sie müssten Die Haut des ersten Balles müsste Teil der Haut des zweiten Balles sein. Auf jeden Punkt der Kugel. Und er sagt, das ist der einzige Weg, wie es funktionieren würde, wenn sie per Definition existieren. Wenn sie per Definition existieren, kann man nicht über Seiten vorderes Ende und hinteres Ende reden. Dann kann man nicht sagen, dass dieser Ball das vordere Ende und das hintere Ende getroffen hat und dass jener Ball die Vorderseite jenes Balles getroffen hat. Sie müssten so sein. Und ich habe ein Bild davon. Oh, nee, das tut mir leid. Das ist die Bedeutung der Schokoladensauce. Es gibt keinen Teil des weißen Autos im Bereich des Teil des roten Autos. Das ist Schokoladensauce. Das ist extrem tief. Wenn Sie das selbst existierende Ding wären,
könnte es Teile entweder der Ursache oder des Ergebnisses sein, die mit ihnen in Kontakt kommen. Dann gäbe es Teile des Ergebnisses, die keinen Kontakt herstellen würden. Und es würden Teile der Ursache geben, die keinen Kontakt herstellen würden. Und so müsste die Ursache und das Ergebnis Abschnitte haben. Und dann wären in ihrem Ursprung abhängig voneinander. Alles, was Abschnitte hat, hat einen abhängigen Ursprung. Warum? Und es ist ein großes, großes Verständnis, das ich aus den feinen Übersetzungen des ehrenwürdigen Uppsala habe. Wenn Dinge Teile haben, können sie nicht selbst existent sein. Denn wenn sie Teile haben, müssen sie etwas zusammenkleben. Und das ist die Schokoladensauce. Hast du es? Alles, was Teile hat, muss abhängiger Herkunft sein. Was in seiner tiefsten Bedeutung bedeutet, es ist abhängig von dem Samen, sich in meinem Kopf öffnet. Schokoladensauce. Weil sonst die linke Seite keine natürliche Verbindung mit der rechten Seite hat. Das vordere Ende hat keinen natürlichen Treffpunkt mit dem hinteren Ende und die vorderen Enden würden dort drüben herumlaufen und die hinteren Enden würden dort drüben herumlaufen, weil es nichts geben würde, was sie zusammenklebt. Es ist nur dein Karma, das sie zusammenklebt. Deshalb musst du die Leute im Auto mitnehmen, damit dein Auto immer funktioniert. Sie sagt, nein, ich mache keine Witze. Die Teile werden nicht richtig passen, wenn du die Leute nicht mitnimmst. Es wird kaputt gehen. Etwas wird kaputt gehen. Cool. In Ordnung. Wie viele der 7 haben wir geschafft? 3. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gebeten, dass ich bis zum Ende von ihnen komme. Ich wollte so sehr zu etwas anderem übergehen, das klarer werden. Aber so kommt ihr dahin. Ihr werdet langsamer. Ich glaube, wir haben bis 16:10 Zeit, richtig, Tim? 16:10? Oh, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Das war an der Wand der Eisdiele, wo ich und Veronika aufgewachsen sind. Es ist übrigens immer noch da. Aber die Eiscreme hat sich geändert. Nein. Okay. Das Ergebnis wird durch eine Ursache ausgelöst, die entweder frei von diesem Ergebnis ist oder etwas, das nicht frei davon ist. Ist das Ergebnis in irgendeiner Weise in der Ursache vorhanden? Darüber haben wir anscheinend schon gesprochen. Aber als ich zurückging und nachgesehen habe, ob wir schon darüber gesprochen haben, sprachen wir nicht über isolierte Ursache und Wirkung. Wir sprachen über die Sammlung der Ursachen und Bedingungen und das Ergebnis der Sammlung. War das Ergebnis in der Einberufung oder im Zusammentreffen von Ursache und Bedingung vorhanden? Und das haben wir schon besprochen. Jetzt isolieren wir die Ursache und wir haben das gleiche Ergebnis. Also ist es eigentlich eine andere Unterhaltung. Liegt das Ergebnis irgendwie innerhalb der Ursache? Ich sehe es irgendwie wie ein Fötus im Mutterleib. Liegt das Ergebnis irgendwie innerhalb der Ursache? Und dann kommt es heraus. Ist es ein bereits vorhandener Zustand? Und wir können das zu Ende bringen. Wir haben ein paar Minuten. Das ist so klassisch Nagarjuna-Poesie. Wenn das Ergebnis nicht die Ursache in sich trüge, wenn es frei von der Ursache wäre, wenn das Ergebnis, Entschuldigung, tut mir leid, wenn die Ursache das Ergebnis nicht von Anfang an irgendwie in sich trägt, wie die Mutter den Fötus, wie kann dann die Ursache das Ergebnis auslösen, so wie das Baby, das herausspringt? Wenn das Baby nicht in der Mutter ist, bevor es herausspringt, irgendwie, wie kann dann ein Baby herausspringen? Und sagen wir mal, es ist nicht da drin. Sagen wir, das Baby ist in der Mutter. Die 3. Zeile. Wenn die Ursache nicht frei ist von den bereits vorhandenen Ergebnissen, wie kann es dann ein Ergebnis sein? Wie würde es sein? Beachten Sie, dass die 2. Zeile und die 4. Zeile sind identisch.
Es ist Nagarjuna, der süß ist. Ein Problem, so ist es so. Lass es uns durchgehen. Nehmen wir an, dass die Ursache nicht richtig, nichtig für das Ergebnis ist. Und Johnny Lama sagt, Lehre bedeutet hier einfach nicht haben. Okay, ich danke dir. Wir reden hier nicht über die tiefere Bedeutung der Leerheit. Wir sagen nur, leere Taschen hat keine Kreditkarte. Also, wenn die Ursache keiner Weise das Ergebnis bereits in sich trägt, so was so viel bedeutet wie leer, nicht zu verwechseln mit Shunyata. Er sagt, nun, was ist daran falsch? Wie wäre es, wenn das Ergebnis nicht in der Ursache vorhanden ist? Und dann macht die Ursache ihr Ding und das Ergebnis tritt ein. Was ist daran falsch? Tim, 100 Mäuse. Ja so, irgendjemand. Jula, Marki, Wasser aus Wasser. Ja, ja, ich werde die 50-50 machen. Wolltest du das gerade sagen? Aber wolltest du das sagen? Sagen wir 30-70. 70-30. Wir teilen 50-50. Oh ja, du hast 50-50, alles klar. Er hat mir die Chance gegeben. Aber weißt du, dies ist eine einfache Aussage, aber es ist eine tiefgreifende Idee. Es gibt einen sehr verbreiteten Ausdruck im Buddhismus, dass man kein Wasser rührt, um Butter zu machen. Und warum? Es gibt kein Potenzial für Butter im Wasser, aber es gibt ein Potenzial für Butter in Milch, was in gewisser Weise ein Potenzial abzeichnet. Richtig? Wenn man kein Wasser rührt, um Butter zu bekommen, aber man rührt Milch an, um Butter zu bekommen, dann ist da etwas vorhanden in der Zeit der Ursache des Ergebnisses. Siehst du, was ich meine? Es ist irgendwie süß, oder? Das ist die Rede von der Gültigkeit der potenziellen Ergebnisse. Warum ist das hier relevant? Wenn das Ergebnis, Entschuldigung, wenn das Ergebnis selbstexistent wäre, nicht in der Ursache vorhanden, dann könnte man aus Wasser Butter machen, okay? Nehmen wir nun an, die Ursache ist nicht nichtig für das Ergebnis. Das heißt, sagen wir mal, die Ursache hat ein potenzielles Ergebnis in sich, wie Milch potenzielle Butter in sich hat. Aber wie würde das dann selbstexistent sein Ergebnis erzeugen? Denn es gibt keinen Grund, Butter zu machen, denn die Butter war bereits in der Milch vorhanden. Warum sollte man Butter zweimal herstellen? Sie hat nur die Stirn gerunzelt, weil sie so viel mit den möglichen Folgen ihrer Arbeit zu kämpfen hatte. Sie hat gestern 2 Bücher gedruckt. Sie ist in einem Monat fertig, was in 10 Jahren nicht geschafft wurde. Und sie hat es schon 6-mal getan, wie auch immer. Es ist ziemlich cool. Das Diamantschneider Sutra E-Book ist erschienen und das Hart Sutra E-Book ist heute oder gestern erschienen. Sie kommen heraus wie Babys, weißt du? Rosa stellt also die Frage, nun kannst du nicht ein Ergebnispotenzial in der Zeit der Ursache haben. Und dann taucht das wirkliche Ergebnis auf. Wo liegt also der Widerspruch? Wenn du ein potenzielles Ergebnis während der Zeit der Ursache hast und dann hast du das eigentliche Ergebnis nach der Ursache, das seinen Zweck erfüllt. Ich werde GB etwas fragen. Ich kann sehen, wie er darüber nachdenkt. Ich denke auch darüber nach, aber ich werde es vermeiden. GB wird später antworten. Er wiederholt das immer wieder. Wenn die Ursache ein potenzielles Ergebnis in sich trägt, dann gibt es keinen Grund, das tatsächliche Ergebnis zu erzielen. Das ist es, was er sagen würde. Es ist irgendwie überflüssig. Ja, das ist so.
Mein Lehrer würde sagen, es braucht mehr Diskussion. Aber nicht heute. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Stunde. Wir sind jetzt bei Nummer 5 von 7. Juhu.